Der ICE nach Köln hat 3 Minuten Verspätung. Meister! 3 Minuten Verspätung, das ist ein Skandal! Das Deutsche Bahnsystem ist erstaunlich. Eine 21.000 Meilen lange Netz von Bahngleisen, die geht überall in die Land mit einigen der schnellsten Zügen in die Welt. Millionen der Pendler, Touristen und begeisterte Bradleys nutzen Deutsche Bahn jeden Tag. Ich und 20 andere von uns haben nach Deutschland geflogen und wir haben alle die Aspekte der Züge gesehen. Das schnelle Tempo, die schwarzen Sitzplätze und leider auch die Verspätungen. Im Jahr 2023 ungefähr 60% der Bahnen in Deutschland waren genau zur Zeit. Die weiteren 40% der Bahnen waren mehr als 6 Minuten spät. Das bedeutet, dass deine Bahn unvorhersehbar ist und dass du kannst spät zu deiner Arbeit oder Bahnverbindung sein. Die Bevölkerung wollen über ihre Bahn nicht stressen und dafür würden sie die Bahn weniger nutzen. Es gibt 3 große Gründe, dass ein Zug spät ist. Erster, wenn es viele Leute gibt, die alle an die Bahn einsteigen müssen, dann ist es sehr, sehr langsam, sie alle an Bord zu gehen. Und dann verspätet sie der Zug in die Bahnhof. Zweiter, wenn es gibt nur ein Bahnsteig oder Gleis, müssen die Bahnen füreinander warten. Nur ein Zug kann auf einem Gleis sein, so wenn der Gleis schon voll ist, dann müssen die Züge füreinander warten. Und das heißt Verspätungen. Und dritter, oft gibt es Probleme mit den Gleisen. Zum Beispiel ein Baum auf die Gleisen oder ein Mensch, der Steine auf Zügen werfen. Sie bedeutet, ein Zug muss für das Zuwegfahren warten oder einen langsamen Umweg zu nehmen. Leute nutzen andere Arten Verkehr, wenn sie frustriert mit diesen Problemen sind. Zum Beispiel würden sie Auto fahren, Fuß gehen, Fahrrad fahren, Bus mitfahren, Flugzeug fliegen oder ein Zeppelin fliegen, anstatt den Zug nehmen. In Amerika haben wir schon die amerikanische Bahn durchgemacht. Amis reisen mit Zügen mit Amtrak, die American Track für Personenzüge. 21.000 Meilen Gleisen gehört Amtrak, ungefähr die gleiche als Deutschland. Aber wie viele die Bahnen sind pünktlich? 80%? 70%? 60%? Nein, nur 30% die Bahnen in Amerika sind pünktlich. Es ist sehr, sehr schwer, sich auf Amtrak zu verlassen, wenn du keine Ahnung hast, wann oder ob du ankommen werdest. Aber hier in Deutschland, es ist anders. Total. Aber ist es nicht. Amerika war einmal besser als Deutschland. Aber mit diesen großen Verspätungen und vielen anderen Problemen, jetzt ist es fast tot. Wenn es zu viele Verspätungen und Probleme gibt, dann würden Deutsche Bahn wie Amtrak sein in der Zukunft. Tot. So, ist Deutsche Bahn so schlimm? Millionen von Leuten verlassen sich auf Deutsche Bahn jeden Tag. 8 Millionen mehr als letztes Jahr. Und wenn deine Bahn spät ist, dann würden sie ein bisschen Rückgeld geben. So, es könnte schlimmer sein, aber die Bahnen sind immer noch spät. Deutschland ist immer ein pünktliches Land. Aber wenn sie diesen Status behalten wollen, dann müssen sie seine Bahnverspätungen reparieren. Egal was kommt, es wird